Hi, ich bin Julius von Enlice und heute geht es um die Stillstandserfassung von deinen Anlagen und Maschinen. Hast du auch das Problem, dass die Stillstände nicht akkurat erfasst werden und die gebuchten Stillstandszeiten nicht mit den realen Stillstandszeiten übereinstimmen? Dann ist das kommende Video genau das Richtige für dich. Ich zeige dir, wie du mit Enlice basierend auf Maschinendaten akkurat und automatisiert deine Stillstände erfasst. Die manuellen Buchungen im MES und BDE-System haben die folgenden Nachteile. Wir sehen hier den Verlauf eines Maschinenparameters und können ganz klar die Stillstände der Anlage erkennen. Wenn wir uns nun aber hier in dem oberen Bereich den Verlauf der Buchungen anschauen, in grün dargestellt die Maschine operiert normal und in rot der Stillstand, sehen wir, dass die realen Stillstände nicht mit den gebuchten Stillständen übereinstimmen. Wir sprechen auch von der gebuchten Realität. Nicht ideal. Die Alternative ist eine akkurate Erfassung basierend auf Maschinenparametern, welche die gefertigte Realität abbilden. Hier zu sehen, die Daten spiegeln direkt das wider, was wirklich auf dem Shopfloor passiert. Hier auch nochmal der schöne Vergleich zwischen der gebuchten und der gefertigten Realität. Doch wie komme ich jetzt an meine gefertigte Realität? In 3 ganz einfachen Schritten. Zunächst eine Konfiguration der Stillstandserfassung. Dann Aufsetzen eines Stillstandskatalogs. Im 3. Schritt die kontinuierliche Anpassung des Systems. Und wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt in der Enlice-App. Wir befinden uns hier jetzt in der Enlice-App. Einfach über die Tabs zum Tab Stillstände navigieren. Wir erkennen, es ist noch keine Stillstandserfassung eingerichtet. Auf Jetzt einrichten klicken und wir erhalten eine Übersicht über alle Anlagen, die an die Enlice-Plattform angeschlossen sind. Über die Stillstandserfassung kann ich jetzt die Stillstandserfassung für jede Anlage konfigurieren und kann hier jetzt meinen Stillstandsparameter definieren. Hierzu kann ich alle meine Parameter, welche über die Enlice-Plattform für diese Anlage zur Verfügung stehen, durchsuchen. Ich wähle den Durchsatz, ich definiere einen Grenzwert, beispielsweise sage ich, alles unter 25 Kilogramm die Stunde soll als Beginn eines Stillstands gewertet werden. Sobald ich mich wieder überhalb dieser 25 Kilogramm befinde, ist der Stillstand vorbei. Ich gebe noch eine Mindestlänge für mein Stillstandsintervall an, 60 Sekunden beispielsweise, übernehme die Anpassungen. Und ab diesem Zeitpunkt ist die Stillstandserfassung für diese Anlage scharf geschaltet. Das mache ich nun für alle meine Anlagen. Die Stillstandserfassung ist scharf geschaltet, es sind ein paar Tage vergangen. Erste Änderung: In unserer Anlagenkarte sehen wir jetzt und kriegen die Information darüber, wenn Stillstand stattfindet und wie lange dieser Stillstand schon stattgefunden hat. Weitere Informationen befinden sich jetzt auch in der Produktionsübersicht. Hier sehen wir den Verlauf meines Prozessparameters und wir zeigen die unterschiedlichen Zeitpunkte an, wo ein Stillstand eben auftritt. Gleiches gilt in der Stillstandsübersicht. Hier haben wir jetzt auch eine Liste von allen Stillständen, die angefallen sind. Die Reporting-Funktion gibt uns nun die Möglichkeit, eine Analyse über unsere Stillstände durchzuführen. Wir sehen hier zum einen einen Überblick darüber, in wie viel Prozent der Zeit die Anlage sich tatsächlich in Produktion befunden hat, ein paar KPIs bezüglich der Stillstandszeiten, eine Verteilung der Stillstände nach Stillstandsgründen und eine Liste der Top-Stillstände. Problem: Wir erkennen jetzt zwar unsere Stillstandszeiten, wir verstehen aber noch nicht die Ursache. Dafür benötigen wir die Stillstandsgründe und die Stillstandsgründe legen wir mit Hilfe eines Stillstandskatalogs an. Das ist der nächste, zweite Schritt. Zum Aufsetzen des Stillstandskatalogs navigieren wir einfach zu den Einstellungen innerhalb der Enlice-App. Unter dem Punkt Stillstandsgründe können wir hier nun unseren Stillstandskatalog anlegen. Wir haben die 3 unterschiedlichen Stillstandskategorien: geplante Stillstände, ungeplante Stillstände und keine Produktion geplant. Innerhalb dieser Kategorien können wir nun einzelne Stillstandsgründe und Stillstandsgruppen hinzufügen. Die 3 unterschiedlichen Stillstandskategorien orientieren sich dabei an den Verfügbarkeitsverlusten innerhalb des OEE-Frameworks. Wir haben die geplanten Stillstände, die ungeplanten Stillstände und die Zeit, in welcher keine Produktion geplant ist. Das heißt, wenn nun ein Grund aus der Kategorie keine Produktion geplant für einen Stillstand genutzt wird, dann führt dieser Stillstand zu keiner Verringerung der Verfügbarkeit, beziehungsweise wird nicht als Verfügbarkeitsverlust gewertet. Denn der OEE betrachtet nur den Zeitraum, in welchem die Anlage für die Produktion verplant ist. Wenn beispielsweise über das Wochenende nicht gefertigt wird, kann der Grund Wochenende in der Kategorie keine Produktion geplant hinterlegt werden. Der Stillstand über das Wochenende führt dann zu keinem Verlust im Bereich der Verfügbarkeit. Legen wir nun ein paar Stillstandsgründe an. Wir befinden uns wieder in der Enlice-App. Hier kann ich nun für meine unterschiedlichen Kategorien sowohl einzelne Stillstandsgründe als auch Stillstandsgruppen hinzufügen.
Ich habe einen beispielhaften Stillstandskatalog angelegt. Wir sehen hier die einzelnen Stillstandsgründe unter der Kategorie ungeplant. Habe ich auch jetzt mal mit Gruppen gearbeitet. Hier kann man schön Gruppen kreieren und unter diesen Gruppen dann einzelne Stillstandsgründe anlegen, um später eine einfachere Navigation für den Werker zu ermöglichen. Unter der Kategorie keine Produktion geplant habe ich jetzt diese 3 Gründe Wochenende, Feiertag und Auftragsmangel mal hinzugefügt. Den Stillstandskatalog kann ich nun einfach speichern, danach stehen uns die Stillstandsgründe zur Verfügung. Wir befinden uns wieder in der Übersicht der Stillstände. Wie gerade schon angesprochen, haben wir den Stillstandskatalog angelegt und können nun die Stillstandsgründe verwenden. Wie funktioniert das? Wir klicken auf den erfassten Stillstand. Hier steht uns nun der Stillstandskatalog zur Verfügung und wir können ganz einfach beispielsweise hier den Stillstandsgrund Düsenreinigung geplant auswählen, abspeichern. Das kann ich nun jetzt für meine ganzen Stillstände erledigen. Nach diesem Schema können nun alle erfassten Stillstände mit einem Grund hinterlegt werden, wie hier erfolgt. Der Vorteil ist auch, dass ich nun in den Reports deutlich besser nachvollziehen kann, was meine Ursachen sind. Das schauen wir uns im nächsten Schritt an. Wir befinden uns nun im Stillstandsreport. Nun habe ich eine deutlich bessere Übersicht darüber, was meine Ursachen sind und aus welchen Kategorien die Stillstände tatsächlich angefallen sind. Ich sehe wieder, 35,1% der Zeit bin ich in Produktion, aber ich sehe eben auch die Unterteilung in ungeplante, geplante Stillstände und keine Produktion geplant. Hier sehe ich nun meine Pareto-Analyse über die Stillstandsgründe. Was sind die Hauptursachen, die dazu führen, dass eben Stillstände auf meinen Anlagen vorliegen. In diesem Fall jetzt Wochenende, aus der Kategorie keine Produktion geplant. Das kann ich vernachlässigen. Die zweithäufigste Ursache ist eben Rüsten. Hier kann ich nun weiter in Detailanalysen gehen und mir anschauen, inwiefern ich mein Rüsten optimieren könnte. Ich habe hier auch eine Übersicht über meine Top 5 längsten Stillstände. Ich sehe hier Rüsten, Wicklerdefekt, Siebwechsel, Bahnabriss und kann so Stück für Stück mich an die Ursachen für meine häufigsten Stillstände rantasten. Gerade wenn man mit der Stillstandserfassung beginnt, wird nicht von Beginn alles perfekt eingestellt sein. Eventuell muss der Grenzwert der Stillstandserfassung angepasst werden oder weitere Stillstandsgründe müssen hinzugefügt oder entfernt werden. Heute muss dafür typischerweise die IT-Abteilung oder MES-Berater informiert werden, damit diese Anpassungen durchgeführt werden können. Bei Enlice kann das alles direkt von dir gemacht werden. So kannst du Enlice an deine individuellen Anforderungen kontinuierlich, schnell und ohne weitere Kosten anpassen. Hier nochmal alle deine Vorteile im Überblick. Stillstände werden akkurat und automatisiert basierend auf deinen Maschinendaten erfasst. Der Aufwand für die Erfassung wird reduziert, weil nur noch der Grund hinterlegt werden muss. Die Stillstandserfassung und das Hinterlegen eines Grunds werden entkoppelt. Dadurch kann sich der Werker zum Zeitpunkt des Stillstands voll auf die Problembehebung konzentrieren und erst im Nachgang den Grund angeben. Alles Reporting kommt out of der Box, du musst nicht mehr aufwendig in Excel irgendwelche Analysen durchführen. Anpassungen sind jederzeit durch dich möglich, dadurch werden Zeit und Kosten gespart. Stillstände akkurat zu erfassen war noch nie so einfach. Wir sind der Überzeugung, dass Enlice die Stillstandserfassung revolutioniert. Wenn auch du erfahren möchtest, wie auf deinem Shopfloor die Stillstandserfassung implementiert werden kann, buche rechts oben in der Ecke eine Demo. Bis bald!